Hast du Angst vor schwarzen Katzen? Würdest du drinnen einen Schirm öffnen? Was denkst du über die Zahl 13? Ob du daran glaubst oder nicht, manche abergläubischen Vorstellungen kennst du sicher. Wie kam es also dazu, dass Menschen weltweit auf Holz klopfen oder vermeiden, auf Gehwegfugen zu treten? Obwohl es für sie keine wissenschaftliche Grundlage gibt, haben viele dieser seltsamen Überzeugungen und Gewohnheiten einen ebenso eigentümlichen Ursprung. Aberglaube schließt übernatürliche Ursachen ein. Daher überrascht es nicht, dass viele Vorstellungen auf Religion beruhen. Die Zahl 13 etwa wurde mit dem letzten Abendmahl assoziiert, das Jesus mit seinen 12 Jüngern zu sich nahm, kurz bevor er festgenommen und gekreuzigt wurde. Die Vorstellung, dass 13 Personen an einem Tisch Unglück bringen, führte schließlich dazu, dass die 13 allgemein als Unglückszahl gilt. Diese Angst vor der Zahl 13, auch Triskaidekaphobie genannt, ist heute so präsent, dass viele Gebäude weltweit den 13. Stock weglassen und auf den 12. direkt der 14. Stock folgt. Natürlich glauben viele Menschen die Geschichte vom letzten Abendmahl, doch andere Vorstellungen gründen auf religiösen Traditionen, an die nur wenige glauben und von denen sie nie gehört haben. Man nimmt an, dass auf Holz zu klopfen von den Indoeuropäern oder deren Vorfahren stammt, die Bäume für die Heimat verschiedener Geister hielten. Wenn man einen Baum berührte, erbat man den Schutz oder Segen eines Geistes. Und irgendwie hat diese Tradition überlebt, lange nachdem der Geisterglaube verschwunden war. Man glaubt, dass viele heutige Vorstellungen in Ländern von Russland bis Irland von heidnischen Religionen stammen, die vom Christentum ersetzt wurden. Aber nicht jeder Aberglaube basiert auf Religion. Manches stammt aus unglücklichen Zufällen und Assoziationen. So fürchten viele Italiener die Zahl 17, da die römische Ziffer 17 zum Wort Vixi umgestellt werden kann, was mein Leben ist zu Ende bedeutet. Auch klingt das Wort für die Zahl 4 fast genauso wie das Wort für Tod auf Kantonesisch sowie in Sprachen wie Japanisch und Koreanisch, die die chinesischen Zahlen übernommen haben. Und da die Zahl 1 auch wie das Wort müssen klingt, hört sich die Zahl 14 wie sterben müssen an. Das sind viele Zahlen, die in Aufzügen und Hotels vermeiden muss. Unglaublich aber wahr, manche abergläubischen Vorstellungen ergeben tatsächlich Sinn. Zumindest war dies so, bis wir ihren ursprünglichen Zweck vergaßen. Bühnenbilder bestanden etwa früher aus großen bemalten Kulissen, die von Bühnenarbeitern bewegt wurden, die sich durch Pfiffe Zeichen gaben. Unbedachte Pfiffe von anderen konnten Unfälle verursachen. Aber hinter der Bühne zu pfeifen ist heute noch immer tabu. Lange nachdem Bühnenarbeiter anfingen, Funkheadsets zu nutzen. Ebenso konnte es Unglück bringen, als Soldat in einem Schützengraben mit demselben Streichholz 3 Zigaretten anzuzünden. Die Flamme konnte von einem feindlichen Scharfschützen bemerkt werden. Heute müssen Raucher keine Scharfschützen mehr fürchten, aber der Aberglaube lebt fort. Warum also halten Menschen an diesen Teilen vergessener Religionen, Zufällen und veralteten Ratschlägen fest? Verhalten sie sich nicht völlig irrational? Eigentlich schon. Aber für viele basiert Aberglauben weniger auf Logik als auf kulturellen Gewohnheiten. Niemand vermeidet ja von Geburt an, unter Leitern durchzugehen oder drinnen zu pfeifen. Aber wenn du von deiner Familie lernst, diese Dinge zu vermeiden, werden sie dich womöglich beunruhigen, auch wenn es dir klar ist, dass nichts Schlimmes passieren wird. Und da etwas wie auf Holz zu klopfen kein großer Aufwand ist, ist es oft einfacher, dem Aberglauben zu folgen, als ihm bewusst zu widerstehen. Tatsächlich scheint am Aberglauben oft etwas dran zu sein. Vielleicht hast du in deinen Glückssocken mal einen Home Run erzielt. Dabei spielt uns unsere Psyche nur einen Streich. Du erinnerst dich wahrscheinlich viel seltener an all die Misserfolge, obwohl du deine Glückssocken trugst. Aber der Glaube, dass sie Glück bringen, könnte dein Spiel verbessern, da du das Gefühl hast, bessere Kontrolle über deine Handlungen zu erlangen. In Situationen wie beim Sport, in denen es auf das Selbstbewusstsein ankommt, scheint dieser verrückte Aberglaube gar nicht mehr so abwegig zu sein. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.